Ich bin jetzt gerade am Essen, das ist extrem unhöflich, aber ich bin heute kaum zum Essen gekommen, Leute. Frau da schneiden, Frau da hin und her, dann zwischenzeitlich an einem an einem neuen Shirt gearbeitet. Also richtig crazy. Leute, mit Sonnenbrille nehme ich auch nicht dran, weil da haben wir schon so oft Leute gehabt, die einfach nur Scheiße waren und Scheiße gelabert haben. Müsst ihr euch bei denen bedanken. So, nee, ich interessiere mich aber auch null für irgendwelche Hater, für irgendwelche Namen von Hatern. Ich würde dich auch bitten, die bitte hier nicht zu erwähnen. Weil wenn jemand meinen Ne, ich habe Content jetzt woanders ein, hochlädt, wenn jemand meinen Content woanders hochlädt, dann ist das ja grundsätzlich Diebstahl eigentlich. Von daher, ne, das ist der Ami, wo du nichts machen kannst, weißt du? Boniflex, Weiß ja, wen ich meine. trotzdem, Ja, ja. ist genauso Diebstahl. Der kann vom Mond sein. Ist und bleibt Diebstahl. Wenn er meinen Content bei sich hochlädt, um bei sich Klicks zu generieren und nichts anderes ist das. Ja, wegen den React-Videos, ne? Ja, das stimmt schon. Also er klaut den zwar schon, ja, hast du recht. Was ich fragen wollte, den kennst du doch, Willi Gimmel? Der hat doch das Paket losgeschickt an die Frau, Ist das auch ein Hater? Ich sag's noch nee, einmal, ich das ist kenne kein keine Hater. Hater, ich verfolge keine Hater. Das Ich ist kein interessiere mich auch Hater. nicht für Das irgendwelche ist Hater. das ist schon ein Fan, muss man sagen, glaube ich, der Willi Gimmel. Junge, du bist mir sehr suspekt, Alter. Nee, ja, das denke ich mir schon, aber Schatz, im Stream ist ziemlich. Schatz, im Stream ziemlich ungut, wenn du mich dauernd anschreibst. Weil man hier auch, wenn ihr reinkommt, euren Kanal folgen oder abonnieren kann und dann ist das völliger Quatsch, wenn man sich verhüllen will, weil man kann euch sowieso folgen. Also das ist sowieso eine völlige Quatschausrede. Also weil es sind halt immer wieder so viele mit drin. Zwei, eins, zwei. Eins, Und dann kann man wenigstens schon mal die Hater ausfiltern. Schon schlechte Erfahrungen gemacht und mir sind schon öfter fast die Ohren weggerissen. Wahnsinnig intelligent, du Junge, Alter. Da hätten wir den nächsten. Ich sage dir, diese Sachen mit den Mädelsbildern, das ist eigentlich in 90% der Fälle immer ein Hater. Finde ich persönlich extrem traurig und extrem schade, dass ihr so erbärmlich seid und solche Sachen als Tricks anwenden müsst, um hier reinzukommen. Ihr dürft auch... Also ich möchte einfach mal wissen, so was für dich Hater sind. Wenn das. Was für mich Haters sind. Ich hoffe, die. Haters sind Frage für ist mich Menschen, die alles tun und alles versuchen, um einem anderen Menschen Leid, Schaden Schaden zuzufügen, versuchen einem anderen grundsätzlich in irgendeiner Art und Weise Leid zuzufügen. Sei es einfach nur durch Kommentare, die seelischen Schaden zufügen und auch darauf abzielen, wie lösch dich, bring dich um und so weiter. Es gibt ja auch schon YouTuber, die sich auch umgebracht haben, deswegen. Aus den USA haben wir da ein paar Beispiele. Es gibt auch welche, die sind Amok laufen, deswegen. Da sieht man auch mal, was Hate und Mobbing wirklich anrichten kann. Dann haben wir die Sache Hate, sehe ich als etwas. Früher in der Schule hat man es Mobbing genannt, heute nennt man es Hate, zumindest auf YouTube. Und das ist einfach das systematische Fertigmachen eines anderen Menschen. gefallen, du gehst oft im Chat nur auf die Frauen ein oder allgemein auf die Frauen ein. Ich bin bisexuell, aber ich bin nicht aktiv. Das habe ich auch nie behauptet. Ich bin beim Sex da aktiv und passive Part, da bin ich ein bisschen ein Switcher. Aber was so im Privatleben oder was im Allgemeinen angeht, da bin ich ein Passiver. Da bin ich ja passiv. Sowas lasse ich auf mich zukommen. Ich gehe jetzt nicht draußen und suche mir irgendeinen Kerl, mit dem ich in die Kiste springe. Außerdem möchte ich über das Thema auch nicht unbedingt öffentlich sprechen, weil das muss jetzt nicht unbedingt sein. Wenn das mal ein oder zwei Videos wären, dann wäre das ja in Ordnung. Das wäre ja eine lustige Sache. Aber das Ganze artet ja richtig aus. Das ist ja eine richtige Community. Das sind ja 10 bis 50 Accounts teilweise, die das Ganze hochladen, das neu verbreiten und so weiter und so fort. Deswegen bin ich ja auch, sag ich mal, in einer Größenordnung von 100 bis 300k Abonnenten eigentlich, oder wäre in 100 bis 300k Abonnenten eigentlich bekannt, also was die Reichweite angeht. Ich meine, mit 540.000 oder 546.000 Aufrufen im Monat, das ist schon ganz schön richtig. Ja, ich habe halt auch zum Beispiel auf die Conventions, wo ich ja auch mit hin könnte eigentlich, vor allem weil ich ja wirklich einer der meistgeschauten auch auf Juno bin, müsste ich ja eigentlich da auch mal hingehen eigentlich, aber meistens sind sie zu weit weg oder ich habe keine Zeit oder andere Sachen halt. Also zusammen mit YouTube, Juno und allem drum und dran. Und dann Privatleben ist ja auch noch irgendwo wichtig. Ich bin ja in Anführungszeichen arbeitslos. Ich verdiene nur mit YouTube und meinen Streams und so meine Kohle. Ist es wirklich so, dass ich teilweise gar nicht die Zeit groß drüber nachzudenken. Also wenn ich nicht gerade, ich habe heute zum Beispiel ein neues Design für mein Shirt gemacht, das habe ich auf meinem Tumblr, wie auch immer das heißt,
verlinkt auch mal. Ja. Und wenn ich nicht gerade daran bin, dann mache ich irgendwelche neuen Let's Plays, weil ich ja Let's Plays mache. Ich mache meinen Hauptkanal. Also ziemlich Hier. richtig gut. So, dann alles gut. So, mein Schatz, bitte nicht mehr schicken. Das ist immer ungut, wenn ich im Stream bin. Gut, und die Überraschung hat sich anscheinend erledigt, weil anscheinend irgendjemand meinte, er müsse da jetzt mich wieder mal trollen. Habe ich eben Pech gehabt, scheiße gelaufen. Gut, dann werde... Kleinen Moment. Okay. So, sorry, Freundin. Und ich wollte eigentlich nur mal sagen, dass ich finde, deine Videos haben sich qualitativ nicht verbessert. Und ja, ich würde gerne noch wen grüßen, bevor ich jetzt hier rausgehe, weil das macht mit dem Internet nicht wirklich Sinn. Ja. Ich grüße ConnenKun88, ich grüße Dorian den Übermenschen und sage dir noch Ciao Kakao, man sieht sich. Sache hat sich nicht verbessert. Komischerweise finden das nur ein paar von den Hatern, dass mein Content, oder einige von den Hatern, nicht mal alle, das ist das Witzige daran, dass mein Content sich verbessert. Also würde mich mal interessieren, warum du als Hater hierher kommst und behauptest, mein Content hätte sich nicht verbessert, obwohl eigentlich fast jeder andere, der sogar ein Hater teilweise ist, sagt, dass es sich verbessert hat. Ich persönlich würde einfach mal davon ausgehen, das ist nicht böse, aber ich würde einfach mal davon ausgehen, dass du selber keine Ahnung von hochwertig, ich will nicht mal das hochwertig sagen, aber ich glaube einfach, dass du jemand bist, der keine Ahnung von einem guten Video hat. So, jetzt darfst du. Ich spiele YouTube live. Ich habe also eine hohe, ja doch, hohe Qualität. Du kannst über YouTubers live mit Sicherheit nicht von... Das war ein Scherz. Entspann dich mal. Entspannen. Schau ich aggressiv aus? Schaue ich unentspannt Ja, aus? ich würde gern was dazu sagen, dass ich ja so keine Hobbys habe. Meine Hater alle so Hobbys sind, weil sie alle sich nur auf eine Person beschränken. Ihr seid Profil, klar habt ihr keine Hobbys ansonsten. Ich meine, ihr verbringt 10 Stunden am Tag teilweise und so wirkt es einfach. Vielleicht wechselt ihr euch wirklich ab. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Liste habt. Heute ist der für 3 Stunden dran, morgen ist der für 3 Stunden dran. Keine Ahnung. Aber, ja, sprich. Also, pass auf. Die Hater sind ja nicht hobbylos. Wir haben Hobbys. Wir haten dich ja nicht, weil wir alle keine Hobbys haben, sondern weil wir alle dumm wie scheiße sind. Das hat einen Grund und der Grund liegt nicht bei uns, sondern bei dir. Weil, ich meine, wieso sollten dich tausende Menschen haten, wenn es nicht irgendwie bei dir liegen würde? Weil die Menschen Streit lieben und weil die Menschen Provokation lieben und weil Menschen von Grund auf eigentlich Wesen sind, die einfach gerne andere Menschen runter machen. Das liegt in der Natur des Menschen. Das sieht man schon allein daran, wie viele Ja, aber Kriege wir wieso führen. landet das dann automatisch bei dir? Wieso landet es ausgerechnet bei dir und nicht bei irgendjemand anders? Es landet bei mir, weil ich auf euch Vollhorste eingehe. Ich bin nicht mal Idiot, auf euch Vollhorste eingehe und weil ich dafür sorge, dass ihr überhaupt Erwähnung findet. Was ich übrigens immer wieder mit Absicht mache oder gemacht habe, damit ich einfach meine Klicks erreiche und höher bekomme. Und das habe ich nie anders gemacht. Und das habe ich sogar, wer weiß wie oft schon gesagt. Und ganz ehrlich, Kollege, in welcher Art und Weise ist es falsch, was ich gerade gesagt habe? Es funktioniert doch. Es ist doch etwas, was offensichtlich funktioniert. Würde es nicht funktionieren, hätte ich nicht so viele Likes oder so viele Aufrufe oder über 666 Leute, die hier gerade zuschauen. So, jetzt bin ich fertig. Jetzt darfst du. Ja, pass auf, also nur weil man ein paar Kommentare bei dir schreibt oder deine Videos verfolgt oder was weiß ich nicht macht, irgendwie auf irgendwelchen Foren postet, ist man da nicht automatisch hobbylos. Das ist eine Sache von, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so, oder einen Kommentar zu... Doch klar, du hast gesagt, ey, ihr habt nicht... Nein, ich sagte für die Leute... Darf ich eben? Gut, du hast vorhin gesagt, dass die Hater den ganzen Tag nichts anderes machen, als dich zu haten. Aber es ist in Wirklichkeit eine Sache von, was weiß ich, 20 Minuten. Die meisten Hater studieren, gehen arbeiten, das hast du Hater heute oder was auch immer. Ich bin mir sicher, dass ich Profilcamper im Wortschatz hatte und verwendet habe. Und Ja, übrigens, ich will davon anfangen mit den Leuten, die studieren. Wenn man so wie Malte studiert und dann so eine Scheiße abzieht, und das gilt übrigens auch für irgendwelche dummen Kommentare, die einen verletzen sollen, in die Kommentare reinzuschreiben, so jemand hat meiner Meinung nach nichts in einem Lehramt zu suchen. Ich weiß nicht, was du studierst. Rainer, die wenigsten... Ich weiß nicht, was du studierst. Okay. Anscheinend Psychologie. Wie mache ich jemanden psychologisch fertig oder sowas? Keine Ahnung. Falls du überhaupt studierst. Ja, ich mache im Moment meinen Psychologie-Master.
Und ich wollte ganz kurz, ich habe meine Bachelorarbeit über dich geschrieben. Ja, natürlich, glaube ich. Nein, sofort. natürlich nicht. Ja, alles klar. Sofort aufs Wort, nicht. Nee, aber weißt du kannst nicht sagen, dass die Hater alle du verallgemeinerst ja. Und dann, weißt du sagst halt auch so Sachen wie, ja, man darf niemandem den Tod wünschen und weiß ich nicht nur alles, und dann kommst du an und sagst du brüllst in deinem Stream rum und sagst, ich wünsche dir den Kindergartentod und alle Fußballer gehören von einem Meteoriten erschlagen. Ich finde, das hast du original gesagt. Das ist Ja. ein Zitat. Und wann war das? Und wie lange ist es her? Das war letzten Samstag. Was weiß ich, Und das ist vielleicht und 2 wann- Wochen und wie- her und wie oder oft- so. Und wie oft habe ich in der Zwischenzeit gestreamt? Und wie lang habe ich mir den Arsch für euch Idioten aufgerissen? Oder für je wie dich? Ganz ehrlich. Ach, Alter, Mich Rendern interessiert- ist keine Arbeit, Mann. Rendern ist Ja, ist verfickt richtig. nochmal keine Arbeit. Richtig, Rendern ist keine Arbeit, du hohle Nuss, Alter. Aber aufnehmen, schneiden und so weiter gehört alles zum Prozess. Das ist Arbeit und das ist definitiv Arbeit. Wenn du das nicht als Arbeit betrachtest, ist das in Ordnung für dich. Das ist schön. Aber um ehrlich zu sein, habe ich gerade das Gefühl, dass du gleich upragest und dann eigentlich mir dafür sorgst, dass ich mehr Zuschauer hier drinnen habe. Und ehrlich gesagt lache ich mir gerade den Arsch darüber ab, dass du hier einfach nur versuchst, mich zum Ragen zu bringen, aber ich das Ganze gerade rumdrehe. Merkst Nö, du das nicht? Ich versuche überhaupt nicht, dich zum Ragen zu bringen. Ich versuche mit dir vernünftig zu reden und dir zu sagen, was die Kritikpunkte sind, die ich so mitbekomme. Ich verfolge dich jetzt schon eine ganze Weile. Ja, dann müsste dir aufgefallen sein, dass mein Content besser wird. Gut, wenn du meinst, der wird nicht besser, dann ist es eben deine Meinung. Das ist vollkommen okay und auch legitim. Aber das ist deine Meinung, die du dastehst, oder mit der du nur mit ein paar wenigen Hatern dastehst. Warum gehst du nicht einfach her und lernst in der Zeit für deine, wie heißt das, Bachelorarbeit oder wie auch immer? Wenn du, es Ja, gibt auch noch natürlich, andere sprechen Gründe. Sie es an, Es gibt weil- auch noch weil es andere halt Gründe. Das waren nur Beispiele. Ja, die Hauptgründe sind einfach dein Charakter. Die Hauptgründe sind, dass du arrogant bist und das kannst du nicht sagen, dass es nicht stimmt. Ich kenne bin deinen alten arrogant. auf deinem alten PS. Warum bin Natürlich ich arrogant? bist du arrogant. Okay, dann frage ich Wie, dich warum mal, bist in welcher Situation bin ich arrogant? Wo? Was ist der Ja, Grund für dich, ich zu glauben, dass ich arrogant bin? Ich bin in einer Größenordnung mit über 20.000 Abos. Ich bin also mächtiger als du. Glaub ja nicht, dass du, kleiner Scheißer, mich interessierst, weil ich habe ja so viele Abos. Das Hast du ist schon mal genau von das, was ich Sarkasmus- immer wieder Hast du mache. schon mal was von Sarkasmus gehört? Ja, natürlich. Vermutlich Du nicht. kannst doch nicht alles auf Sarkasmus kriegen, Nein, Rainer. tue ich auch Du nicht. kannst doch nicht bei allem sagen, Tue ich nicht, aber das ist definitiv eine Aussage, die im Sarkasmus getroffen wird. das glaubt dir doch kein Mensch. Das ist, Du hast das ist genau der auch Punkt. oft Das ist genug genau gesagt, der dass du Punkt. keine... Was Fakten sind. Glaubt. Das sind die Punkte, weswegen ich Ja. gehatet werde. Ja, genau, Aber, richtig. weißt du, Schön, dass du es einsiehst. was noch arrogant rüberkommt? Was auch ziemlich arrogant rüberkommt, ist, wenn du sagst, also ich komme ungern auf das Spiel zurück, aber die Haut ist ein Organ. Das haben wir jetzt schon so häufig gehört. Du kannst, ja, pass auf. Es ist ein wissenschaftlicher Fakt, dass die Haut ein Organ ist. Was ich schon aber bestätigt du habe. kommst halt daher. Was ich schon bestätigt Ja, habe. ja, dass ja, ich, Ja, du hast Sag nur, es bestätigt, mein- aber Junge, unter dem Einwand, dass Mann, Alter. du Warum hast es. bin ich deswegen? Alter, hast du schon mal was eigener Meinung gehört? Renn nicht immer blind links allem hinterher und nick alles ab. Stell Sachen in Frage. So musst du leben und nicht wenn du nicht so leben willst, das ist deine Sache. Aber stell Sachen in Frage. Das ist genau der Witz an der ganzen Scheiße. Oh Mann. Naja, also du kannst doch bei einem Fakt, der wissenschaftlich bewiesen ist, zwar sagen, ja, okay, es ist zwar wissenschaftlich bewiesen, aber meine Meinung ist das und das. Du kannst doch bei einem wissenschaftlichen Fakt Das kann ich klar dann sagen. nicht immer... Ich kann nicht sagen, dass meine Meinung wichtiger ist oder dass meine Meinung richtig ist. Kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, was meine Meinung ist. Warum hat man denn eine Meinung, die komplett stupide ist? Warum hinterfragt man nicht mal seine eigene Meinung? Das machst du nämlich auch nicht. Du hinterfragst deine eigene. Du sagst dann immer nur, ja, das Ich hab ist meine meine Meinung Meinung. schon oft Also ist das meine hinterfragt. Meinung? Jetzt lass mir meine Meinung. Ich habe meine Meinungen schon oft genug hinterfragt. Zum Beispiel habe ich meine Meinungen schon in dem Punkt hinterfragt, ob es sinnvoll ist, dass ich noch weiter mit Videos mache, wenn ich nur solche Typen dabei habe wie du, die einfach nur blinder Masse folgen. Und ich habe meine Meinung und an dieser Meinung festhalte, bin ich nicht arrogant. Im Gegenteil. Das ist einfach schlicht und ergreifend Persönlichkeit.
weil ich eine Sache sehe, ich betrachte eine Sache als etwas und so sehe ich das. Es muss nicht jeder andere so sehen, aber es ist schlicht und ergreifend meine Meinung, meine Ansicht und genau das macht mich zu dem, der ich bin. Wenn ich folgend betrachte Metal bzw. Musik im Allgemeinen als die wahre Existenz des Seins. Ja, wie dass es so wirkt, dass du anderen Leuten hinterherläufst, weil du halt das sagst, was alle anderen vorpredigen. Das ist halt der Punkt. Ja, aber deswegen, es hat doch einen Grund, dass alle anderen alle das sagen. Es liegt ja nicht daran, dass Richtig, einer damit weil anfängt Menschen und alle einfach- hinterhergehen. nein. Es hab hat ich doch auch einen nie Grund, dass behauptet. alle das sagen. Doch, natürlich, du Moment. sagst ja, Kleinen es Moment. fängt einer Schatz, an. Schatz, mein Akku ist leer, also kann ich erst nachher schreiben. So, Entschuldigung, du darfst weiterreden. Also du sagst, ist, einer fängt an und alle anderen Hater laufen hinterher, weil sie eben keine eigene Meinung haben. Aber es ist In ja nicht vielen so. Fällen Es so. ist In einfach vielen so. Fällen ist es so. Ja, aber bei dir ist es eben nicht so. Es liegt ja daran, dass jeder, also ich würde sagen, 90% der Hater, die dich haten, haben eine eigene Meinung über dich. Und diese Meinung ist einfach, die einfach stimmt einfach überein mit den nächsten, weil, weiß ich nicht, du bist halt einfach nicht unbedingt der, weiß ich nicht, wie ich das jetzt Okay, nicht ausdrücken dann soll. sag Du bist mir- halt ein ganz besonderer Dann Mensch. sag mir mal ganz exakt, was deine wenn ich arrogant wäre oder wenn ich wirklich blocken würde und alles, dann wärst du schon längst rausgeflogen. Aber die Frage ist halt, ob ich die Meinungen auch wirklich bestätige oder ob ich sie widerlegen kann. Also, Ich möchte mich auch nicht aufreden. es gibt eine ganze Menge Punkte. Also, erstens, du hörst sehr gerne selber reden. Und wenn du in einer Diskussion bist, dann lässt du selten den anderen zu Wort kommen. Das hat man nicht relativ gut gesehen, weil, ich weiß nicht, du hast bisher immer Das ist ein relativ Fehler viele bei mir, Monologe gehalten. Das ist ein Fehler bei mir, das gebe ich So, gerne zu, ja. dann hältst du dich sehr schnell für einen Experten allem. Ich weiß nicht, du hast schon häufig gesagt, dass du der Experte in Sachen Sex oder was weiß ich bist, obwohl du noch nie Sex hattest bis dahin. Ich weiß, jetzt ist es mir auch vollkommen wurscht. Oder du hältst dich für Ernährungsexperten, was man offensichtlich von dir nicht behaupten kann. Du meinst, bei deinen 15 Minuten oder 20 Minuten mit wenig Widerstand würdest du wirklich abnehmen. Nein. Also, da musst du mal vielleicht wirklich zu Rate ziehen, weil das funktioniert nicht. Und eine Menge solcher kleinen Punkte, die halt wirklich, also es stimmt schon, dass du eine Meinung hast, die wirklich für dich unerschütterlich ist. Dann frage ich jetzt Passiert Folgendes. gerade ein Militärpunkt in der Türkei und Dann du sitzt hier und sagst so, ja, das interessiert mich nicht. Dann frage ich jetzt Folgendes. Das mag jetzt sein, dass es wirklich arrogant wirkt, das gebe ich auch gerne zu. Aber der Punkt ist der, verstehe mich jetzt echt nicht falsch, ja, ich will weder, ich bin voll der Geile oder sonst was sagen, aber ich lebe nicht in der Türkei. Stream reinkomme und null weiß über das Thema, weil du vorhin gesagt hast, ich bin gleich der Experte. Völliger Quatsch. Ich wollte über das Thema zum einen deswegen nicht sprechen, weil ich mich da nicht informiert hatte und nicht informieren konnte, weil ich bin reingekommen, dann hat mir das jemand gesagt und dann wusste ich davon, dass der überhaupt was war. Weil ich, wie gesagt, keine Zeitung, kein Rand, nichts in die Richtung habe. Du, es konnte gar nicht in der Zeitung stehen. Ist gestern passiert, während du gestreamt hast. Es konnte gar nicht in der Zeitung stehen. Und vielleicht wäre es für dich auch mal sinnvoll, wenn du dich wirklich mit dem aktuellen Zeitgeschehen informieren würdest, weil es ist absolut irrelevant, was irgendein ApoRed oder ein iBlali oder was weiß ich macht. Also du informierst dich über YouTuber, aber du informierst dich nicht über wirklich politisches Weltgeschehen. Lies ruhig mal, das wird dir, glaube ich, ganz gut tun. Sag ich, als ADSler hast du das Problem, dass du dich schlicht und ergreifend nur mit Sachen beschäftigst, die dich interessieren. Okay, alles klar. Ich glaube, das hat hier nicht wirklich weiter Sinn. Ich würde auch mal anderen Gästen weiter die Chance geben. Marcel Davis, du hast komplett recht. Grüße gehen raus an XHF01, an Conicon88 und an King Arschfick. Ja. Warte mal kurz, bin ich wieder da. Hab schon gemeint, jetzt müssen wir der Äxte fliegen. So, ist auch ein Hater. Bin drinne. So. Hallo. Oh, Kollege, dir ist klar, Verhüllung ist bei mir nicht erlaubt, ne? Du bist das Hater. Ich gehe genau genommen nicht auf die Hater ein. Ich rede halt lediglich mit denen und versuche halt quasi ein bisschen zu sagen, ja, was ist so Sache? Und versuche halt ein wenig deren Standpunkt zu verstehen und nimm sie halt mit rein, um halt quasi auch anderen zu zeigen, was die für Standpunkte haben. Und dann soll halt jeder für sich selbst entscheiden. Was hast du denn jetzt noch vor dann? Schneiden in erster Linie. Schneiden und rendern und hochladen. Das werde ich jetzt dann vermuten. Dann würde mich mal interessieren, warum ich gebannt bin.
Also, ich habe ja letztlich nichts gemacht. Ich meine, ich dürfte mich über eine Stunde beleidigen lassen, verarschen lassen, dumm anmachen lassen, jede Entscheidung in Jahren in Frage stellen lassen. Und dann werde ich einfach gebannt, nachdem ich sogar mehrfach den Raum verlassen habe und in einen anderen Raum gegangen bin und die mir permanent nachgejoint sind, inklusive Moderator. Also wenn man auf einem Teamspeak so einen Moderator hat, dann braucht man echt keine Hater mehr oder keine Feinde mehr.